Weisheiten vergangener Zeiten. Was oben ist, ist wie das, was unten ist. Und was unten ist, ist wie das, was oben ist, um die Wunder des einen zu vollbringen. Haben wir nicht alle schon einmal an jemanden gedacht und genau in diesem Moment ruft die Person an? Oder wir träumen von einem bestimmten Symbol und am nächsten Tag taucht es in unserem Leben auf einem Plakat, in einem Gespräch, irgendwo, wo wir es nicht erwartet hätten. Die meisten würden sagen, ein seltsamer Zufall. Der Schweizer Psychologe Carl Gustav Jung nannte so etwas anders, Synchronizität. Doch was ist darunter genau zu verstehen? Synchronizität beschreibt nach Jung jene Momente, in denen zwei Ereignisse gleichzeitig oder kurz aufeinander folgen, ohne dass das eine das andere verursacht hätte. Und doch sind sie bedeutsam miteinander verbunden. Das erste Ereignis ist hierbei zumeist psychischer Natur, wie ein Traum oder eine unbewusste Vorstellung oder Erinnerung. Das zweite Ereignis ist die physische Manifestation des zuvor rein seelischen Vorgangs, wie beispielsweise das Treffen einer Person, die wir jahrelang nicht sahen, von der wir aber erst gestern träumten. Dabei handelt es sich um kein kausales, sondern um ein akausales Prinzip, also um eine Art von Geschehen, das nicht durch das Aufeinanderfolgen von Ursache und Wirkung erklärbar ist, sondern durch eine innere symbolische Verbindung zwischen der äußeren Welt und unserem Inneren. Die äußerlich kausale Ordnung der Welt wird bei solchen Ereignissen in gewisser Weise durchbrochen. Ein berühmtes Beispiel aus Jungs Praxis macht das deutlich. Eine seiner Patientinnen war sehr rational, verschlossen gegenüber allem, was nicht logisch erklärbar war. Eines Tages erzählte sie Jung von einem Traum, in der ihr ein goldener Skarabäus geschenkt wurde. Ein Symbol für Wiedergeburt und Transformation aus der altägyptischen Mythologie. Während sie sprach, klopfte es am Fenster. Jung öffnete es. Und herein flog tatsächlich ein Rosenkäfer, der dem Skarabäus in Farbe und Form auffallend ähnelte. Er fing ihn ein, reichte ihn der Patientin und in diesem Moment war ihre innere Blockade durchbrochen. Der Käfer war nun kein Beweis gegen das materialistisch-mechanische Weltbild im wissenschaftlichen Sinne, aber ein Sinnbild, das eine Verbindung von Psyche und Realität nicht von der Hand weisen ließ. Für Jung war klar, das war keine bloße Koinzidenz. Es war ein Beispiel für Synchronizität, in der sich Inneres und Äußeres treffen. Solche Ereignisse unterscheiden sich nach Jung vom reinen Zufall, indem sie nicht nur sehr unwahrscheinlich sind, sondern zu einem Zeitpunkt erscheinen, in dem sie für uns subjektiv bedeutsam wären. Sie wirken wie eine Antwort der Welt auf einen inneren Zustand. Solche Phänomene entziehen sich der wissenschaftlichen Reproduzierbarkeit. Sie sind nicht erzwingbar, sondern tauchen in Momenten auf, in denen wir es am wenigsten erwarten. Aus diesem Grund sind wir in solchen Fällen auf Anekdoten statt auf wiederholbare Experimente angewiesen. Trotzdem gab es nach Jung Wege, wie sich der Einfluss der Psyche auf die Realität beweisen ließ. Falls ihr möchtet, dass ich in einem Video die Experimente durchgehe, schreibt das gerne in die Kommentare. Doch nun zurück zur Theorie der Synchronizität. Jung verband diese Beobachtungen mit seiner Theorie des kollektiv Unbewussten, einer tiefen Schicht der Psyche, die auch die zukünftigen Ereignisse in symbolischer Form in sich enthält. In diesem Unterbewussten ist bereits eine Art seelische Landkarte der Realität angelegt, die in einem mystischen Zusammenspiel mit der physischen Wirklichkeit interagiert. Synchronizität könnte dann ein Moment sein, in dem sich diese inneren Bilder in der äußeren Realität spiegeln. Spannend ist, dass sich ähnliche Ideen nicht nur in der Psychologie finden, sondern auch in der Magie, zum Beispiel in der Sigilienmagie nach Osman Spare oder im Konzept der Manifestation. Dort geht man davon aus, dass Vorstellungen oder Wünsche, die ins Unbewusste eingespeist werden, etwa durch Symbole, Rituale oder starke Emotionen, sich später in der äußeren Welt realisieren. Nicht, weil sie einen direkten mechanischen Effekt hätten, sondern weil zwischen innerem Bild und äußerer Realität eine Beziehung besteht, die nicht über klassische Kausalität erklärbar ist. Auch hier zeigt sich, unsere Psyche wirkt auf die Wirklichkeit ein, und zwar durch Bedeutung und nicht durch Mechanik. Jungs Theorie der Synchronizität arbeitet genauso wie solche Formen der Magie
mit der Grundannahme, dass es eine tiefere symbolische Ordnung in der Welt geben könnte. Eine Ordnung, die nicht nur durch reine Logik oder Ursache-Wirkung strukturiert ist, sondern durch Sinn. Für ihn war Synchronizität ein Hinweis darauf, dass wir die Welt nicht rein mechanisch verstehen können, sondern als ein Beziehungsgeflecht zwischen Innen und Außen. Eine Welt, in der die Dinge nicht alle sinnlos zufällig, sondern sinnvoll miteinander verbunden sind. Wenn uns also das nächste Mal ein seltsamer Zufall begegnet, vielleicht ist es nur ein Zufall, aber vielleicht ist es auch ein Moment der Synchronizität. Ein Augenblick, in dem sich das Unbewusste durch die Welt äußert. Eine Einladung, genauer hinzusehen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert für mehr Philosophie-Videos.